Es ist ein furchtbarer Neid, weil Sie sehen, dass das so groß aufgeht und dass ich jetzt so große Projekte habe, weltweit in Norwegen, in Spanien, in Ecuador. Also heute wirst dort empfangen als wie ein Staatsgast. Also das ist mir oft sogar peinlich. In Portugal, da habe ich eine Wasserlandschaft geschaffen, weil da so viele Brandschäden waren. Und die haben wir dort im Sommer staubtrocken, Dürre. Dann habe ich 3 Seen gebaut. Natürlich ist das eine gewisse Genugtuung, wenn man sieht, dass man jetzt was bewirken kann, dass sich jetzt was bewegt. Also ich bin hier am Krametterhof geboren und hier aufgewachsen. Das war mein Schulweg, aber natürlich nicht eine Asphaltstraße, sondern da ist ein Karrenweg gewesen, ein ganz steiler. Das war eine gute Stunde bis in die Schule, hinunter und nach Hause, 1,5 bis 2 Stunden mindestens, was man braucht hat. Fußweg. Also meine Eltern, die Mutter hat natürlich immer, wo es nur gegangen ist, uns unterstützt und hat uns wieder ein bisschen Geld gegeben oder was halt so gegeben hat früher. Das war ja ganz minimal. Der Vater war eher strenger. Aber er hat auch wieder seine ganz guten Seiten gehabt. Nur, du hast halt aber erst was machen, was leisten. Und was er angeschaffen hat, da hat es keinen einander stehen gegeben, sondern da hast du dich bewegen müssen. Da hast du halt arbeiten müssen. Nicht? Also das waren schon schwere Zeiten, das muss ich sagen. Das waren schon ziemlich harte Zeiten, das ging wirklich an die Grenze, was du leisten kannst. Das ist die Heika. Und die ist immer bei mir, wenn ich daheim bin, da macht er schon Mordstheater, wenn ich ankomme. Schon einen halben Tag vorher, bevor ich ankomme, wird der Hund schon ganz unruhig und läuft zum Tor und sucht, als ob er das kennt. Da bin aber ich noch im Flugzeug. Und wenn ich dann ankomme, dann bestürmt er mich. Dann hat er jault und hat er Freude. Auf dem Krametterhof leben jetzt ich und die Gattin. Er braucht das einfach. Er muss das in die Welt austragen. Ich glaube, das ist seine Aufgabe und für das muss man einfach Verständnis haben. Der Sohn bewirtschaftet ja schon die Landwirtschaft, ist also ein Bauer. Und ich mache hauptsächlich die Vorträge und die Beratungen, vor allem im Ausland. Das ist da reinkommt, das sind 6 bis 8 Meter circa Höhenunterschied, aber kurze Strecken. Und dann kann man von da die Seenlandschaft nachher gestalten. Mein Vater ist ein sehr zielstrebiger, energischer, ein selbstbewusster Mensch. Er versucht das umzusetzen, was er sich einmal in den Kopf gesetzt hat und lässt sich davon nicht mehr leicht wegbringen. Bei mir ist das meiste im Traum entstanden und dann habe ich auf dem Nachttisch, auf dem Nachtkastel einen Block und einen Bleistift, weil der scheiß Kugelschreiber oft nicht angeht, gerade wenn du ihn brauchst. Und wenn ich wach werde, dann schreibe ich mir da die paar Zeilen auf, die wichtigsten. Ja, und so geht es und in der Früh schaust dann und dann findest du ein Ganzes. Dann schließt sich der Kreis sozusagen. Das ist ein richtiger Kraftplatz, also wo ich schon so viel erfahren habe. Und da habe ich das mit der Hütten dran. Dann habe ich da die Hütten gebaut. Da kommt die Hütten her, aus. Wer baut, also Ziele muss man sich setzen, damit man sie erreichen kann. Nicht? Weil sonst irrst du ja ein Leben lang ziellos herum. Brennnessel ist eine wunderbare Heilpflanze, also es ist eine der wichtigsten Heilpflanzen überhaupt. Ich esse die roh, aber in größerem Umfang auch, Brennnessel.
trennt überhaupt nicht. Das ist nur diese Überempfindlichkeit von Menschen, die wo so weit von der Natur weg sind. Dann können sie sich nicht mehr bedienen in der Apotheke der Natur. Das ist eben dann das Problem. Also mir macht das gar nichts, wenn ich da so eine Brennnessel nehme, da wie sie ist, ob ich das zusammen... Das ist ja, das tut mir nichts. So, Leute werden jetzt kommen, die sind jetzt alle da. Guten Morgen. Morgen. Die Leute, die da kommen, das sind alles Ausbildungsteilnehmer von unserer Ausbildung. Wir haben ja eine zweijährige und eine einjährige Ausbildung und da sind jetzt 28 Schüler oder Teilnehmer. Morgen, servus, die was diese Ausbildung zum holzerischen Permakulturpraktiker machen. Der Weg muss frei sein. Die Städter, ja, die stellen da mitten auf der Straße das Auto ab, doch nicht? Da kommt ja niemand mehr vorbei. Weil sie auch Angst haben, wo es Steilhänge sind, nicht? Am besten mitten auf der Straße, nicht? Aber das geht leider nicht. Touristen nehmen wir nicht, also wir nehmen nur besonders interessierte, naturverbundene Menschen, die was den Weg suchen, wieder zur Natur zu finden. Wie Fernschauen ist es? Ach so. Aber interaktiv, da kannst du noch ein bisschen kommandieren und alles. Den Rosen separat legen, weil wir es ja genauso wieder zumachen müssen, als wir es aufmachen. Genau das muss raus. Es ist falls nur beim Aufmachen rein. Was hinderlich ist, müsst ihr weg da, aber sonst geht der Decke nicht mehr drauf. So, jetzt hast du oben nicht sauber ausputzt, jetzt sieht man das, den Scheiß da. Und du jetzt das unter deine Füße auf die Steine drauflegen. Warte mal. So, jetzt schaut mal, da seht ihr jetzt die Quelle. Wenn ich eine große Quelle habe, ist das nicht so tragisch. Da geht es leichter, weil wenn ich da ein bisschen was verliere, ist nicht so tragisch. Aber bei so einer kleinen Quelle mit 2 Minuten Liter Schüttung wie die da, und noch dazu im Steilhang und da in Felsen ist extrem schwierig. Einen Fehler und du hast die Quellen verloren. Nicht? Dann, so wird es abisoliert und jetzt ist diese Fassung, Quellfassung, so wie sie es eben vor hunderten Jahren schon gemacht haben, aus Lärchenholz. So eine Quellfassung, die hält Generationen. Was ich hier gelernt habe, ist, dass ich im Prinzip alle wichtigen Dinge, die vor 100 Jahren noch jeder normale Schüler kannte, überhaupt nicht mehr weiß. Das heißt, ich habe eigentlich festgestellt, dass ich überhaupt nichts weiß. Und ich denke mal, das ist so die Quintessenz hier raus, die mich darin bestätigt, dass das ein wichtiger und richtiger Weg ist, diese Dinge hier umzusetzen, zu erwerben. Die Verblödung dieses naturfremde Verhaltenleben ist schuld an den weltweiten Katastrophen. Weil ein paar wenige mit den Katastrophen viel Geld verdienen. Und solange man mit Katastrophen Geld verdienen kann, werden die Katastrophen nicht aufhören. Davon bin ich überzeugt. Mein Herrgott ist überall zu finden. Ich arbeite mit ihm, der ist in jedem Tier, in jeder Pflanze, überall zu finden, oft halt sehr verborgen im Menschen. Und da muss man daran erinnern. Kannst du das so verantworten? Hast du dabei was gedacht, was du das magst? Nicht? Aber man muss es sagen, man muss das sagen, was man sich denkt. Und das wird ganz groß belohnt, muss ich sagen, von der Natur. So bekommst du die Energie, so bist du sicher. Das ist dein Auftrag, deine Aufgabe, dein Leben.
Du musst zuerst musst du zufrieden sein, dann, wenn du zufrieden bist, kannst du den anderen einen Rat geben, kannst es weitergeben. So ist es einmal und da habe ich so viele Rückmeldungen, dass ich die ganze Post gar nicht mehr alles lesen kann. So viel ist, da könnt ihr euch ganze Stapel zeigen. Die ganze Welt wäre ein Paradies, wenn die Bewirtschaftung, also diese symbiotische Bewirtschaftung, richtig Platz greift weltweit. Das sollte eigentlich in den Schulen und Universitäten unterrichtet werden.